Ich habe mal wieder eine kuriose Lokomotive gefunden bei eBay. Hat mich sehr neugierig gemacht, und zwar handelt es sich um eine 3021, eine V200, wie sie eigentlich ja jeder kennt, der sich schon in den 70er oder 80er Jahren mit Märklin beschäftigt hat. Ein Märklin-Klassiker, möchte ich mal sagen. Ich hatte sie damals auch schon in meiner Jugend. Für mich war das sehr interessant, denn ich hatte schon 2 oder 3 weitere, neuere Modelle von dieser Lokomotive. Aber die allererste mit der Baureihenbezeichnung 200.006, von diesen Versionen hatte ich gar keine. Ich habe also zugeschlagen, weiß bis jetzt noch nicht genau, um was es sich für eine Variante handelt, aber vielleicht könnt ihr mir da nachher weiterhelfen, denn ihr wisst da vielleicht sogar mehr als ich. Und eingeführt hat Märklin die 3021 zum ersten Mal 1957, und das ist ein Bild aus dem 57er Katalog. Vorne haben wir die Baureihenbezeichnung V200.006 und hier zum Unterscheiden noch der späteren Modelle dann mal an der Seite in Großbuchstaben die Deutsche Bundesbahn ist hier eingeprägt. Die Lokomotive hat in dem ersten Katalogbild hier ein Dreilichtspitzensignal, und wenn wir uns dann die Front der Lokomotive mal anschauen, dann kann man hier schon ganz gut erkennen, dass eigentlich nur die beiden unteren Lampen wirklich durchbrochen sind und beleuchtet, und oben ist die Lampe zwar angedeutet, allerdings ohne Funktion. Und das kann man hier dann ganz gut sehen mit entferntem Lokgehäuse, dass wir hier unten 2 getrennte Lampen haben, für jede Leuchte sozusagen eine Lampe eingebaut, und das ist einer der größten Unterschiede auch zu späteren Versionen. Und ein Erkennungsmerkmal der ersten Variante ist, dass wir hier die unteren Lüfter komplett durchbrochen haben. Und in der Variante kam sie dann 1957 zum ersten Mal ins Märklin-Programm. Und noch ein typisches Merkmal ist diese dreiteilige Zierleiste, die hier rund ums Gehäuse geht. Einmal im oberen Bereich und auch hier im unteren Bereich. Bei der zweiten Variante wurden dann die unteren Lüfter nicht mehr durchbrochen. Das war wahrscheinlich einfacher in der Produktion, und man musste nicht diese feinen Linien hier ausfräsen. Von dieser Variante habe ich aber nur das Katalogbild gefunden. Und hier haben wir dann die dritte Variante, da ist das geblieben. Das heißt, wir haben also auch hier die Lüftergitter nicht durchbrochen, aber die Zierlinien, die silbernen, die dreiteiligen, wurden hier durch eine einteilige Zierlinie ersetzt. Und das war dann 1958 und 1959 wohl der Fall. Und gleichzeitig kam unter 3921 dann von der V200 ein Teilesatz auf den Markt. Und damit kommen wir hier zu meiner Lokomotive. Und zwar habe ich das Angebot gehabt, eine Märklin 3021 V200.006 Digital und Sound ohne Originalverpackung für 40 € plus Versand. Und da ich keine 006er Variante habe, mit diesen nur 2 Spitzenlichtern vorne, konnte ich da nicht widerstehen und habe mir diese Lokomotive zugelegt. Und bei dem Decoder handelt es sich dann tatsächlich um einen Uhlenbrock-Decoder mit eingebautem Sound. Hier seht ihr mal ein Bild von Innenleben. Und alle Puristen würden ja wahrscheinlich in so eine alte Lokomotive keinen Decoder und keinen Sound einbauen. Aber da die Lokomotive für den Preis ja komplett war, geht das für mich erstmal in Ordnung. Und jetzt kommen wir aber zu den Spezialitäten dieser Lokomotive. Das heißt, die Lokomotive ist in irgendeiner Form lackiert worden. Die Lokomotive glänzt, man kann das hier vielleicht ganz gut sehen im Verhältnis da hinten zu einer originalen Märklin-Farbe. Die Lokomotive glänzt auch oben am Dach. Es sieht mir aus, als wenn Klarlack einfach komplett übersprüht worden wäre. Die seitliche Ansicht zeigt, dass hier die Deutsche Bundesbahn und die Bezeichnung der Baureihe alles in Silber gehalten ist. Und das Kuriosum an der Lokomotive ist jetzt, dass hier links unten das kleine Märklin-Zeichen und die 3021 auf der rechten Seite auch in Silber gehalten sind. Und gleichzeitig fehlen im unteren Bereich vom Fahrgestell die Bedruckungen bzw. die Schiebebilder. Und aufgrund dessen kann ich nicht wirklich nachvollziehen, um welches Modell es sich handelt. Die 1, 2 oder 3. Theoretisch müsste es die dritte sein, weil laut Literatur sind ab da erst die silbernen Zierleisten durchgängig ausgeführt und nicht dreiteilig. Aber eine solche Variante habe ich sonst nirgends gefunden. Deswegen, wenn jetzt irgendjemand hier von euch Ahnung hat oder sowas schon mal gesehen hat, wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht eine Bausatzvariante ist und deswegen einfach die unteren Schiebebilder weggefallen sind und man oben nachlackiert hat. Aber ich konnte es nicht feststellen. Und an der Front der Lokomotive seht ihr über den beiden Leuchten, dass diese
ovalen Zierteile, sage ich jetzt mal, auch in Silber gehalten sind. Und das ist bei den anderen Lokomotiven in den Varianten auch nicht der Fall. Und jetzt kommen wir kurz zum Sound. Ich habe ansonsten keine Lokomotive mit eingebautem Sound, weil ich der Ansicht bin, dass es auf den M-Gleisen eigentlich nicht unbedingt sein muss. Aber ich muss sagen, dieser Diesel-Sound gefällt mir jetzt eigentlich hier doch relativ gut. Ob es der Originalsound von der V200 ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn die Lokomotive hier am Fahren ist, ihre Runden dreht, muss ich sagen, kann ich mich dann doch dafür begeistern. Dann kam die vierte Variante 1960 auf den Markt, immer noch mit der Baureihenbezeichnung 006. Hier waren dann die unteren Lüfter Silber, die Zierlinien waren dreifach, die Fensterrahmen waren ab dann Silber und wir haben dann ein Dreidicht-Spitzensignal und die Beleuchtungssockel wurden dann von Steck auf Schraubsockel umgestellt. Und dann gab es wohl auch noch 1960 die Umstellung in der fünften Variante, immer noch mit Deutschen Bundesbahn auf der Seite, die 006 als Betriebsnummer. Und das Modell wurde dann von den dreifach geriffelten Zierleisten wieder auf die eine durchgängige Zierleiste umgestellt. Und in der sechsten Variante, das muss 1961, 62 wohl gewesen sein, hat Märklin das Modell immer noch mit dem seitlichen Schriftzug Deutsche Bundesbahn produziert, allerdings hier dann die Betriebsnummer geändert auf die 200-027. Und laut Koll-Katalog soll es dann noch eine letzte Variante gegeben haben mit der seitlichen Aufschrift Deutsche Bundesbahn, und zwar hier im Katalog abgebildet von 1963, und zwar mit der Betriebsnummer V200-056. Hier muss ich aber sagen, habe ich nur dieses Katalogbild gefunden und habe kein Modell gefunden, was hier in irgendeiner Form irgendwo angeboten oder verkauft wird. Von daher bin ich nicht sicher, ob das nur noch ein Katalogbild war oder ob es diese Variante nachher wirklich gegeben hat. Ja, und damit bin ich durch mit meinen Recherchen zur 3021, der ersten Variante mit der seitlichen Aufschrift Deutsche Bundesbahn. Wäre schön, wenn irgendjemand mehr wüsste zu meiner Lokomotive, was ich da erworben habe, beziehungsweise auch zur letzten Variante, die im 63er Katalog abgebildet ist, ob es diese Variante mit der Baureihe 200-056 auf der Front überhaupt gegeben hat, ob es Sinn macht, danach Ausschau zu halten oder ob das vielleicht nur im Katalog abgebildet war. Dann wäre es schön, dann schreibt es mir in die Kommentare, würde mich alles sehr interessieren. Ich werde da auch versuchen, weiter zu recherchieren. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.